Ja, liebe Freunde, das war ein reines Technikvideo über unsere Lichtmaschine, Trenndiode und Trennrelais. Wir haben ja einen Tag vor unserem Urlaub noch die Lichtmaschine tauschen müssen und die hat nur noch einen Ausgang gehabt. Um das zu kompensieren, weil wir ja 3 Batteriebänke haben, hat Piet eine Trenndiode eingebaut. Und ja, da die Lichtmaschine dadurch keinen direkten Kontakt zur Batterie hatte, muss ich die immer noch manuell stimulieren, indem ich kurz einen Draht auf die Batterie gehalten habe. Die Trenndiode wurde geöffnet und damit hat die Lichtmaschine gearbeitet. Das ist natürlich sehr unschön und das ist das, was ich als erstes jetzt ändern möchte. Um das zu machen, brauchen wir natürlich Strom, der dann zur Verfügung steht, wenn die Zündung angeht. Zündung ist natürlich beim Diesel nicht so richtig korrekt, aber das ist die Stellung vom Zündschloss, wo über das Zündschloss an verschiedene Verbraucher Spannung angelegt wird und die damit arbeiten können. Und unter anderem ist das bei uns der Motorraumlüfter. Und dabei habe ich festgestellt, dass der Motorraumlüfter hier kaputt war auf der Backbordseite. Und dieser liefert, sobald ich die Zündung einschalte, entsprechend Strom. Damit kann ich also auch die Trenndiode zuschalten. Auf der Steuerbordmaschine funktioniert das ja auch schon mit der Bugstrahlbatterie. Da ist ein Trennrelais eingebaut. Und im zweiten Step möchte ich also auch die Trenndiode durch ein Trennrelais ersetzen, weil man lernt ja immer dazu und habe festgestellt, die Trenndiode kostet 0,7 Volt Spannung. Und auf der rechten Seite haben wir das nicht. Also die Trenndiode ist eigentlich auch überflüssig, weil über den Ladebooster wird die Lithium-Eisenphosphat-Batterie jetzt schon getrennt oder ist getrennt. Das heißt, wir haben nur noch die Starterbatterie und die Heckstrahlbatterie, die jetzt zusammen sind. Und dieses kann ich trennen mit einem Trennrelais. Das heißt, die Starterbatterie hat immer Strom bei der Lichtmaschine, muss dadurch nicht stimulisiert werden. Und sobald ich die Zündung anmache, wird über das Trennrelais auch die Heckstrahlbatterie zugeschaltet. Und das ist der Endzustand. Aber im ersten Step wollen wir jetzt erstmal die Trenndiode so wieder in Betrieb nehmen, dass ich da nicht manuell eingreifen muss. Dazu baue ich auch einen neuen Motorraumlüfter ein. Dummerweise sind diese Abstände hier, wo die Schrauben sind, nicht genormt und steht auch nicht in der Beschreibung dabei, wie die Abstände sind. Das heißt, der ist anders wie beim alten Lüfter und eines konnte ich hier festschrauben, das andere habe ich jetzt hier mit Kabelbinder gemacht, aber sollte auch funktionieren. So, das ist jetzt der erste Step. Wir bauen den Lüfter ein und machen dann das Kabel von der Trenndiode auf den Pluspol vom Lüfter. Und damit sollte auch das manuelle Stimulieren weg sein. Das ist das erste Schritt. Und wenn das erledigt ist, dann funktioniert ja erstmal alles so, wie es soll. Und dann kommt im zweiten Schritt der Austausch der Trenndiode durch das Trennrelais. Der Lüfter ist eingebaut, der sitzt jetzt hier. Strom haben wir hier vom Zündschloss. Und ja, das Anschlusskabel, ich weiß nicht, warum die immer so kurz sein müssen. Zusammengeklemmt habe ich das jetzt mit Vago-Klemmen. Das ist jetzt so, wie es vorher auch war. Und jetzt gucken wir mal, ob der neue Lüfter es tut. Dafür muss ich den Zündschlüssel hier auf Zündungsstellung machen. Und man hört schon, der Lüfter läuft. So, wenn ich jetzt den Motor starte, sollte es auch wieder piepen. Motor läuft. Und jetzt piepen. Das heißt, die Lichtmaschine arbeitet nicht. Man sieht, wenn ich das Kabel auf den Pluspol drücke, geht die blaue Lampe an. Und das heißt, die Diode schaltet auf Durchgang, aber da die Lichtmaschine nicht läuft, geht das wieder aus. Was ich jetzt mache, ist ganz einfach. Ich klemme das rote Kabel, was ich immer auf den Pluspol halte, jetzt an den Pluspol von dem Kabel, was vom Zündschloss kommt und den Lüfter steuert. Dafür habe ich eine 3er Vago-Klemme und das ist jetzt mit drauf geschaltet. Mal schauen, was jetzt passiert. Jetzt starten wir den Motor erneut und gucken mal, ob wir immer noch ein Piepen haben. Lüfter läuft. Ja, jetzt warten wir schon die ganze Zeit und es piept nicht mehr.
Ich sehe jetzt hier auch in der App vom Ladebooster, der lädt jetzt auch die Lithium-Eisenphosphat. Und wir sehen auch an der Trenndiode, dass die blaue Lampe jetzt dauerhaft leuchtet. Und ein Lichtlein brennt. Jetzt haben wir alles so eingerichtet, wie es sein sollte. Die Trenndiode arbeitet einwandfrei. Der Lüfter ist wieder in Ordnung. So könnten wir jetzt theoretisch fahren. Das ist also alles ordnungsgemäß angeschlossen. Das Einzige, was mich persönlich stört, ist, dass die Trenndiode 0,7 Volt klaut. Und ja, wir das mit einem Trennrelais eben besser hinkriegen, ohne diesen Spannungsverlust. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Aber grundsätzlich könnte man das so lassen. Wir machen das jetzt Step by Step. Als erstes habe ich die Starterbatterie wieder direkt auf die Lichtmaschine geklemmt. Und jetzt starten wir. Und jetzt sollte eigentlich auch kein Geräusch mehr erscheinen, kein Pfeifen. Die Lichtmaschine ist direkt mit der Starterbatterie verbunden und daher fängt die auch dann direkt an zu laden. Und wie wir hören, hören wir nichts. Das ist jetzt das Kabel zur Lithium-Eisenphosphat und Heckstrahl. Dieses Kabel müssen wir jetzt über das Trennrelais verbinden. Die blaue Lampe von der Trenndiode blinkt, weil die Batterie jetzt mit der Lichtmaschine über das Kabel verbunden ist und dann natürlich hier drüber Strom hier ankommt und damit die Trenndiode geschaltet wird. Das sieht man jetzt hier am blauen Licht. Das ist natürlich nicht korrekt. Das Relais ist eingebaut. Die Leitung geht zur Starterbatterie und die Leitung kommt von der Batterie und geht über das Relais zur Verbraucherbatterie und zur Heckstrahlruderbatterie. Das Relais wird geschaltet über die Zuleitung hier, die von dem Lüfter kommt. Sobald ich die Zündung anschalte, geht der Lüfter los und das Relais wird geschaltet, sodass wir dann immer eine Trennung haben, solange wir nicht die Zündung einschalten. So können wir das jetzt lassen. Die Trenndiode habe ich wieder ausgebaut und das Trennrelais eingebaut. Funktioniert auch alles so, wie es soll. Und ja, so können wir jetzt fahren. Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt die Starterbatterie direkt mit der Lichtmaschine verbunden. Dann geht das Kabel weiter zum Trennrelais. Über das Trennrelais geht ein Kabel zum Ladebooster und zur Heckstrahlruderbatterie. Das heißt, die Heckstrahlruderbatterie wird direkt mit Strom versorgt und der Ladebooster auch. Dieser lädt dann die Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Das heißt, alle drei Batteriesysteme sind jetzt so getrennt. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen so einen Einblick gegeben über die Dinge, wie sie funktionieren. Und dann ja, sehen wir uns im nächsten Video.